Silvernagle has an easy chance to snatch up a third place, and He Nice left is and now right. He in. goes to the right side. He's got a little bit of an overlap, but he's Going into the car. Furyk is going to go take the green. The Black Streak will not give up. They probably felt a little hopeless, but a sudden Furyk has got his base. Patrick is Not getting third hit. in the GT4s, and he's going to be right about. これだけ荒木だ That's it, buddy. You're out of here. Hallo liebe Simracing und Rennsportfans und ein ganz besonders herzliches Willkommen hier aus den österreichischen Alpen, Red Bull Ring in Spielberg, Pure Driving School, European Sprint Serie. Hallo Tommy. Hallo lieber Patrick, schön, dass du dabei bist, mal wieder. Also wo sind wir hier? European Sprint Pure Driving School Series auf dem Red Bull Ring. Ich habe mich tatsächlich entschieden, mal den Ferrari zu fahren. Ferrari 488 GTE Evo. Und zwar bin ich den, glaube ich, auch so mal in einem Majors-Rennen gefahren. Das ist Ne? auf jeden Fall sehr gut möglich. Auf jeden Fall war er noch nicht so auf dem Einsatz. So, ach du meine Güte. Schaust du gerade, wer alles so mitfährt, oder schaust du nach der Stärke des Feldes? Ach du lieber Gott. Spann mich nicht auf die Folter. Patrick. Ja, bin ganz ohr. Ich weiß, warum der Bernhard gestern gewonnen hat. Der hat eine Feldstärke von 1500 gehabt. Der mit seinen 2000 irgendwas da, hat ja da Kreise um seine Gegner gefahren. Was natürlich nicht heißen soll, dass ich dem Bernhard seinen Sieg da schlecht reden möchte. Ich habe ja da in Moosboard auch gewonnen, nur weil alle anderen sich gelöffelt haben. War trotzdem ein beeindruckendes Rennen in Moosboard. So, aber wenn ich jetzt hier sehe, 3050, dann weißt du Bescheid. Bist du doch in guter Gesellschaft. Jake Carey ist hier dabei mit 4900. Jan Körbs mit 4800. Jimmy Noel mit 5600. Ach du meine Güte, ich muss mal gucken, was die GTEs haben. Sind das voll wenig GTEs hier? Das ist ein GTE? Audi R18? Okay. Das erste Dreiklassenrennen, welches ich kommentiere, wird bestimmt lustig werden heute. Was ist das denn? 1, 2? Sind zum Glück nicht ganz so viele Starter pro Klasse. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, da oben ist auch noch einer. 6, 7. Oh Mann. Auf jeden Fall haben wir, wie es aussieht, hier auch noch LMP1 dabei. Oh. Also sprich, Ach du Scheiße, eine Dreiklassengesellschaft. Dreiklassengesellschaft. Da Ja. sind wir wieder. Immer wieder. Qualifying geht jetzt los. Einmal noch den Hinweis, falls das irgendwen interessiert. Es gibt einen Twitch-Kanal, der nennt sich Hellfinger-Twitch. Da gibt es das Ganze live und ungekürzt. So, ich weiß es nicht, Patrick. Du kannst ja gleich mal gucken. Und da stecken wir auch schon mitten in der Qualifikation. Wie immer 2 schnelle Runden. Im Tommy seiner Klasse, in der GTE-Klasse, nur 9 Fahrer heute am Start. Aber die haben es in sich. Das I-Rating heute sehr, sehr hoch. Wir sind hier im ersten Split. In der LMP1-Klasse sind 7 Fahrer am Start und in der LMP2-Klasse sind es 10. Also haben wir heute insgesamt 26 Fahrer am Start. Bin ich heute vor allem auf die LMP1-Fraktion gespannt. Baptiste Behringer. Der ist mit Dotti in Spa gefahren, hat das Rennen gewonnen auf der Zielgeraden. War eines der knappesten Zieleinläufe, die ich je kommentiert habe. Videos auf unserem Kanal. Das war GT3-Rennen. Immerhin bin ich nicht letzter. Eine 1,27, 1,93. Vorletzter. Aber P5 hört sich besser an, ne? 5. von 9. Da bin ich ja mal gespannt. 3 Klassenrennen. Ja, da fragt schon einer nach dem Setup für den LMP. Das ist genau der richtige Zeitpunkt.
Genau, 2 Minuten vorm Rennen nach dem Setup fragen. Kann er jetzt noch eine Proberunde fahren. Oh, Ja. ja, Sechster. Der Sergei Soldatov ist letzter ohne Zeit, aber ein 3000er Rating. Ja, da weißt du schon Bescheid, was der. Aber so wie es aussieht, vorhat. bist du hier der schlechteste von allen. Vom Rating her. Also, dann haben wir Jimmy Noel mit einer 1,25 mit 1. Mal über schlappe 2 Sekunden langsamer. Das ist Sergei Soldatov. Das ist auch ein schöner. Also, es sind 9, die mitfahren. Ein Top-10-Platz ist schon mal drin, Patrick. Das ist doch cool, oder? Ich denke mal, ein Top-5-Platz wird das Ziel sein. Aber echt ein kleines Feld, ne? Was haben wir? Ja, 26 Autos. Wenn ich das so richtig sehe hier. Ja, 26 Autos. sind wir alle zur Disco jetzt. Freitagabend. Oder die gucken, wetten das. Jimmy Noel, der Zweite, steht auf Pole Position in der GTE-Klasse vor Noail, Jean-Michael und Alexander Peregrina. Oh, der schwarze BMW da mit der Nummer 1, ne? Glaube ich, die Nummer Ja. 1. Dann haben wir den Wow. Francesco Mautone in der LMP2-Klasse vor Gonzalo Santorian und Agustin Rodriguez. Und in der LMP1-Klasse den Neil Debacker auf Pole Position vor Ismael Yakubu. Und Oh, das Feld macht sich auf die Reise. Alles Gute. Jo. Top 10 schon mal gesichert. Die LMP1 biegen jetzt auf die Startgerade ein. Green Flag. Auf geht die wilde Fahrt. Ja, wir geben Dreckstoff hier. Neil Debacker eröffnet hier das Rennen. Hier Francesco Mautone, Pole-Sitter der LMP2, eröffnet das Rennen, hat schon einen kleinen Vorsprung. Fliegen schon direkt die Fetzen. Günstige Ersatzteile. Und ich habe den ersten auf Ja, Track. Vladislav Tschernov, der ist schon abgeflogen. Ja. Und während hier Jimmy Noel und Alexander Peregrina die Segel gesetzt haben, gibt es hier schon die ersten Zwischenfälle ohne Preis. Und noch vor dem Start hat es in der GTE-Klasse gekracht. Da müssen wir dann gleich mal hingucken. Hier Francesco Mautone. If you can't drive, you don't drive. Wir schauen uns mal den Unfall an. Am Anfang die beiden Corvettes, das ist einmal der Noir Jean-Michel und direkt dahinter der Vyacheslav. Die sind aneinander geraten. Gibt es da eine Berührung zwischen den beiden und die fliegen ab, aber richtig, da wird sich überschlagen. Oh mein Gott. Jawohl, ja. معها انا بدل عقله لبانه لبان وفي يعني بعض الناس Da fliegt der nächste, Owen Price. Ein ziemlich wilder Beginn, den Unfall schauen wir uns gleich an. Hier Daniel Justo aus der LMP2-Klasse. Agustin Rodriguez vor ihm und hinter ihm der Martin Reisman, der auch schon in Mosport mitgefahren ist. Wie in der WEC, die LMP-Klasse ist am stärksten besetzt. So, wen haben wir hier? So, was heißt das? LMP1-Klasse hier, Owen Price. Oh, kalte Reifen, dreht sich. Rodel ins Kiesbett und scheint da ein bisschen festzustecken. Ja, oh, hat sich da ein bisschen festgefahren. Schaut sich seine Kontrahentin von vorne an. Und das Rennen ist schon am Anfang gelaufen. Wie ärgerlich. emotional damage. Da vorne geht schon die Post ab. P2 in der GTE-Klasse hier, Alexander Peregrina, schon 3,5 Sekunden Abstand zum Jimmy Noel, hier der Jörg Seefeld, musste den Noir Jean-Michel ziehen lassen. Und auf P5 haben wir dann unseren Tommy, direkt am Tommy dran, der Stefan Razakafidi. Hier fahren wir ein Stück mit dem Tommy. Und bis auf den Zwischenfall noch vor dem Start von Vyacheslav Tschernenko, bisher sehr saubere Angelegenheit. Jörg Seefeld versucht wieder an dem Noir Jean-Michel vorbeizugehen. Der kann allerdings den Angriff abwehren. Und Jimmy Noel sieht man am Horizont entschwinden. Hier im LMP2-Feld Daniel Justo und hier Agustin Rodriguez. Und hier ganz vorne die Leader im LMP1-Feld Ismael Yakubu hinter dem Jim Debacker und der hinter seinem Bruder, dem Neil Debacker, den wir hier ganz vorne haben. Der Gesamtleader, eine 1.11.796 gefahren. Neil Debacker vor Jim Debacker. Beide im selben Outfit, die werden da wohl nicht verwandt sein.
Die beiden Leader kommen aus den Benelux-Staaten. Bestimmt Bruder und Schwester. Genau, Bruder und Schwester. Immer wieder im GDE-Feld, der Tommy, hinterm Jörg Seefeld, der so langsam abreißen lassen muss, zum Michel. Hinter dir Stefan Razzakafidi. Das ist ein schöner Name, habe ich auch schon gerade gelesen. Sergei Soldatov kommt von hinten auch immer näher, hatte ja keine Qualifikationszeit gefahren und musste von ganz hinten starten. Oh, der hat aber gut genommen, die letzte Kurve, und ich irgendwie kacke. Der Jörg, der hat gerade noch mit dem Noal Jean Michael gekämpft und ist jetzt ein bisschen zurückgefallen. Aber der Razzakafidi, der tut jetzt von hinten ankommen. Die Plätze 4 bis 8 hier im GTE-Feld noch ganz dicht beisammen. Allerdings wird die Lücke zum Jean-Michel nach vorne immer größer. Und wir hatten einen kleinen Zwischenfall, den schauen wir uns mal an. Gut, jetzt bin ich immer noch Soldatov. Ja, ich guck mal. Okay, was haben wir hier? Agustin Rodriguez, zack. Auf den Curb. Ja, das war auf den Curb gekommen. Ja. Zum Glück nirgendwo eingeschlagen und weiter geht's. Ja. Noch 10 Sekunden, und von hinten kommt schon die LMPs. Wahnsinn, wie schnell die sind. Der Neil Debacker. Neil Debacker plötzlich allein auf weiter Flur. Ja, oh, sein Bruder ist jetzt weg scheinbar hier. Der Jan Körbs ist jetzt Zweiter. Da scheint es wohl eine größere Verschiebung gegeben zu haben. Hier Jan Körbs jetzt auf P2 und dahinter der Ismael Jakubo. Ja, der Jim ist nur noch Sechster. Jim Debacker, der zweitplatzierte LMP1. Stellt sich quer. Eieiei. Dreht sich einmal rum. Bruder vom Erstplatzierten. Das ist so gemein, wenn er einmal rumgeht. Ja, und dann? Boah. Mama, get up. You don't have any more bricks. He's at him. Achtung, jetzt kommen die LMPs angeschossen. Ja, wow. Jetzt geht der Überrundungsverkehr los. Die LMP1 einen mega Geschwindigkeitsüberschuss. Oh, guck mal, wie schnell der ist. Wahnsinn. Trotz 3er Klassen bis auf ein paar Wackler und diesen verrückten Aussetzer vorm Start. Keinerlei gröbere Zwischenfälle. Toi, toi, toi. Und hat hinten einen abgeräumt. Der Neil hat sich hier von seinen Verfolgern schon gewaltig abgesetzt. Oh Mann, Sergei Soldatov und Stefan Razzakafidi sind in die Kiste gefahren. Sergei Soldatov und Stefan Razzakafidi. So wie es aussieht, können die aber weiterfahren und wir schauen uns das gleich nochmal an. Das waren deine direkten Konkurrenten. Ja. So, nächster Incident. Wen haben wir hier? Den Soldatov. Autsch. Autsch. Sieht aus, als ob der Ferrari vom Razzakadifi beim Anbremsen, ja, der bricht aus und, oh Mann, ey. Ja. Haut den Sergei da weg. Tommy ganz dicht dran am Jörg Seefeld, wird jetzt hier von Jay Carey überrundet. Direkt dahinter der Jonathan Osheim, die Plätze 4 und 5 in der LMP1-Klasse. Tommy und Jörg die Plätze 4 und 5 in der GDE-Klasse. Nach hinten zu Daniel Ivana, schon 1,6 Sekunden. Jim Debacker kommt da von hinten auch angerauscht. Jetzt kommt der Bruder vom Vierten. Ja, der ehemals Zweitplatzierte der LMP1-Klasse. Hier Josef Nelson. Im LMP2 wird von Philipp Johans gerade überholt. Oh, da fliegt einer ab. Ein LMP1 auf Abwägen. Schauen wir gleich nochmal hin. So, nächster Incident. Dann haben wir Jake Carey in dem LMP1. Zack. Auf den Curb. Ja, das war auf den Curb gekommen. Ja. Zum Glück gibt es da genug Platz. Erstaunlich viele Unfälle bisher. Einmal kurz geschüttelt und weiter geht's. Oh, wenn du da... Okay. You have done that yourself. Wie die abzischen da, die Ja. LMPs. Wahnsinn. Schon 1000 PS da. LMP2-Leader Francesco Mautone vor Gonzalo Santorian und auf P3 haben wir Baptiste Behringer, der auch schon in dem ein oder anderen Rennen bei uns mitgefahren ist. Auf P4 dann Agustin Rodriguez vor Daniel Tussaud im 2. Martin Reisman ist 6. Morgan Valognes ist 7. und Philipp Johans 8. Platz. Joseph Nelson und Maxime Pelois vervollständigen die Top 10. Jimmy Noel, der Führende in der GTE-Klasse, schon 3,6 Sekunden vor dem Alexander Peregrina, hat am Start die Segel gesetzt und die beste Pace drauf. Die beiden Erstplatzierten von den Zeiten her einer anderen Liga. Der wiederum 4,5, ja 5 Sekunden vor Noal Jean Michael. Und der wiederum hat 3,5 Sekunden zu euch, Jörg Seefeld und Tommy. Tommy und der Jörg, die sind die ganze Zeit schon zusammen. Der Tom lauert nur auf den Fehler vom Jörg, um das ausnutzen zu können und vielleicht an ihm vorbeizugehen.
Und hinter euch der Ja, da- Daniel Ivana, der ist schon 2 Sekunden weg. Ja, da war eben auf 1,7, aber hier der Jörg hat einen schönen Windschatten. 15 Sekunden hinter euch der Francesco Mautone im LMP2. Die kommen ja auch noch. Aber die letzten beiden Kurven, die scheinen dich nicht so gut zu kriegen. Der LMP1, der Führende, der überrundet schon die LMP2s hier. Runde 7 und die LMP1 haben hier fast das gesamte Feld einmal überrundet. Ein wahnsinniger Geschwindigkeitsüberschuss. Jan Körbs auf P2 im LMP1-Feld schon 2 Sekunden hinter Neil de Backer, aber auch nach hinten 1,1 Sekunden zum Ismail Jakubo. Überrundet hier den Philipp Johanns im LMP2-Feld. Das LMP1-Feld schon ziemlich weit auseinandergezogen. Die LMP1 sind ungefähr 10 Sekunden schneller wie die LMP2. Die GTE noch einmal 8 Sekunden langsamer als die LMP2. GTE-Leader Jimmy Noel schon 3,5 Sekunden vor Alexander Peregrina und der Jean-Michel Noal noch einmal 5 Sekunden dahinter. Hier Martin Reisman, P6 in der LMP2-Klasse. Von hinten kommt Ismail Jakubo und überrundet ihn jetzt. Francesco Mautone, der Leader der LMP2-Fraktion, direkt vor Gonzalo Santori, 0,4 Sekunden Abstand und auch Baptiste Behringer. Jetzt scheint sich alle erstmal ein bisschen eingegruft zu haben. Ist da nur 1 Sekunde weg. Die LMP2-Klasse viel enger beisammen als der Rest. Hier schauen wir mal nach hinten. Josef Nelson, P9. Schon ein kleiner Abstand zu Maxime Pelois. Und hier Jonathan Osheim, P4 in der LMP1-Klasse am Überrunden. 1,1 Sekunden hinter ihm kommt hinten Jim de Backer, der am Anfang einen kleinen Ausritt hatte und sich jetzt wieder nach vorne arbeitet. Sergei Soldatov in der Corvette hier im LMP-Sandwich. Halten uns ein bisschen gegenseitig auf, habe ich das Gefühl. Der hintere, der kommt näher. Hier die Führungsriege der LMP2-Fraktion und hier Tommy in der Verfolgung vom Jörg Seefeld. Von hinten kommt der Gesamtleader angerauscht. Der LMP überrundet euch jetzt zum 2. Mal. Ein wildes Durcheinander. Hier die 3 Klassen überrunden sich hier gegenseitig. Wahnsinn. Und während der Tommy hier die ganze Zeit mit dem Jörg Seefeld kämpft, kommt der Daniel Ivana immer näher. Nur noch 0,9 Sekunden Abstand. Und auch Sergei Soldatov hat sich etwas verrappelt und kommt wieder ein Stück näher. Überrundungsverkehr, das könnte die Chance für den Tommy sein. Der Jörg muss jetzt ein bisschen vom Gas gehen. Der arme Kerl. Tommy setzt sich neben ihm. Schlossgoldkurve, der Tommy innen, nebeneinander. Aber jetzt hat der Jörg einen kleinen Vorteil und kann sich wieder nach vorne setzen. Hier Daniel Ivana wird von Jonathan Osheim jetzt überrundet. Direkt hinten dran Jim de Backer wird sich jetzt über kurz oder lang den Jonathan schnappen, schätze ich mal. Und hätte der Jim den Ausritt nicht gehabt, ich glaube, der hätte mit seinem Bruder um den Sieg mitkämpfen können. Scheiße, habe ich einen schlechten Exit gekriegt da und der Daniel Ivana, der ist ganz schön rangekommen. Ja, Daniel Ivana ist dran. Jetzt hat sich das Ganze hier zum Dreierpaket zusammengeschnürt. Die LMP ist mittendrin. Tommy versucht jetzt den Jörg anzugreifen, einen besseren Exit aus der Lauda-Kurve erwischt. Und mitten in dem Kampf mischen jetzt die LMP2 noch mit. Tommy innen Richtung Remus-Kurve in der besseren Position und geht jetzt auch vorbei. Jörg gibt nach. Toller Zweikampf von den beiden, sehr sauber geführt. Aber dadurch ist jetzt der Sergei Soldatov direkt dran, 1 Sekunde. Und der Jörg bringt sich in Position, versucht wieder seine Position zurückzuerobern. Und das hier mitten in der Rush-Hour. Dafür fahren die Jungs aber relativ vernünftig hier. Irre. Jim de Backer inzwischen auf P4 nach vorne gefahren wieder. Hat den Jonathan Oshalim wieder um 1 Sekunde distanziert in der LMP1-Klasse. Und direkt vor ihm hier der Francesco Mautone, Leader in der LMP2-Klasse, wird jetzt wieder überrundet. Gonzalo Santorian und Baptiste Behringer auch noch ganz dicht dran. Oh, jetzt wieder gekracht. Daniel Ivana hinter dir. Oh nein. Ja. Der Jörg ist jetzt auch schon eine halbe Sekunde weg. Ja, das hat Pech gehabt mit den LMPs. Und wir schauen uns den Zwischenfall gleich mal an. Nächster Zwischenfall, Daniel Ivana und Sergei Soldatov sind sich hier nicht einig. Da gibt er ihm eine. Sergei kann weiterfahren und Daniel hat alle Mühe, sein Auto zum Stehen zu bringen. Nichts passiert, weiter geht's. What's happening to me?
In dem ganzen Durcheinander konnte sich der Tommy jetzt etwas vom Jörg Seefeld absetzen und dahinter, ihr habt es gerade gesehen, der Unfall. Dadurch die Lücke zu Sergei Soldatov wieder ein ganzes Stück größer geworden. Philipp Johanns in der LMP2-Klasse wieder Sagt die Uhr eigentlich? zurückgefallen hinter Josef Nelson. 15 Minuten sind rum, ein Viertel des Rennens vorbei. Also ein Viertel, meine Güte. Ja, es läuft richtig super. P4 in der GTE-Klasse, wow. This is gonna be a long night. Francesco, unser LMP2-Leader, konnte sich jetzt ein kleines bisschen absetzen von Gonzalo Sartorian und Baptiste Behringer. Knappe Sekunde. Das ist der spannendste Kampf, was heute den Sieg angeht. Hier Jimmy Noel, der Leader in der GTE-Klasse, schon einen riesen Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Und auch der LMP1-Leader hat schon 10 Sekunden Vorsprung. Ach du Idiot, ey, meine Güte. Komm doch noch näher. Und wie ihr gerade gehört habt, Vollidiot. da hat der Tommy so seinen Spaß mit den LMP-Fahrzeugen. Maxime Pelois, P10 in der LMP2-Klasse, Ja, ich weiß. hat den Tommy gerade an einer unmöglichen Stelle überholt. Maxim. Alle Abstand halten. Die üblichen Rangeleien in einem Feld mit 3 Klassen. Hier der Gesamtführende, Neil de Backer im LMP1, 4 Sekunden vor Jan Körbs und Ismael Jakubo nochmal 4 Sekunden dahinter. Auf P4 haben wir dann den Jim de Backer, wieder auf dem Weg nach vorne, sind aber schon 13 Sekunden. Dann Jonathan Oshalim und Jay Carey. Die restlichen LMP1 ein Stück weiter weg. Und direkt hinter dem Jake das komplette Podium der LMP2. Francesco Mautone hier im Bild, direkt dahinter Gonzalo Santorian und Baptiste Behringer, auch nur 0,9 Sekunden Abstand. Und hinter dem Baptiste Behringer der nächste LMP1, der Owen Price, der jetzt gleich den Baptiste Behringer überrunden wird. Und gar nicht weit weg, im Hintergrund seht ihr schon, der Jimmy Noel, der Zweite, der Leader in der GTE-Klasse. 4 Sekunden vor Alexander Peregrina. Hier haben wir mal ein Bild von Anfang an auf und davon gesegelt. Super Rennen. Wow, das ist ein heilloses Durcheinander hier irgendwie. Ja, der Führende in deiner Klasse hier, der hat ein 5600er Rating. Okay. Der Zweitplatzierte ein 6200er. Da bin ich in guter Gesellschaft hier. Ja, der ist doch fast dran. Das ist doch nicht viel Unterschied, oder? Trotz allem schlägt sich Tommy in diesem Feld von Aliens hervorragend. Nach 3 Rennen, dann müsste er doch rot. Der Alexander überrundet jetzt hier den Vyacheslav Tschernenko, der am Anfang diesen kapitalen Crash hatte. Der Tommy inzwischen 0,8 Sekunden vor dem Jörg Seefeld. Oh, mir ist irgendwie gerade Inzidenz ab. Nach vorn schon 4,5 Sekunden und von hinten kommt Sergei Soldatov an. Schon 4 von 17. Und vom Tommy hat es in der Lauterkurve eben einen kleinen Zwischenfall gegeben, den schauen wir uns mal an. Philipp Johanns und Jean-Michel Noal. Bom, ach du Scheiße. LMP2 und ein GTE. Und die haben sich beide rausgekegelt. Eieiei. That's it. Alright, time out. That's it, time out. Guys, let's all calm down, yeah? We're all worked up. Oh, Patrick, ey. Jean-Michel Noals Vorsprung ist zwar etwas geschmolzen, liegt aber immer noch bei 4,4 Sekunden zum Tommy. Der Ismael Jakubo, der Dritte in der LMP1-Klasse, gerade an ihm vorbeigegangen. Und hier hinten die Verfolger, der Tommy, auch schon 0,7 Sekunden Vorsprung vor dem Jörg Seefeld. Der wiederum 2,5 Sekunden vor Sergei Soldatov. Stefan Razzacafiti schon ein Stück weiter weg. Sind zwar nicht ganz so viele Starter wie sonst, trotzdem mega spannend heute. Aber ihr seid jetzt exakt Position 4, 5 und 6 exakt dieselben Zeiten gefahren. 27,7. Dieser Kurve, da bin ich schneller als der Jörg. Inzwischen der Abstand zum Jörg Seefeld auf 1,1 Sekunden angewachsen. Der hat aber auch gerade wieder Spaß mit den LMPs. Der gibt schon fleißig Lichtstufe. Der Jonathan Oshalim, welcher jetzt gerade den Tommy überrundet, hat hier den Jörg ein wenig behindert. Das ist zu schnell gewesen. Ja, 37 Minuten noch. Gonzalo Santorian geht jetzt hier in die 18. Runde, der Leader der LMP2-Klasse. 0,7 Sekunden vor Baptiste Behringer und 1,4 Sekunden vor Francesco Mautone. Und hier der Leader in der GTE-Klasse, Jimmy Noel, geht jetzt in seine 17. Runde gleich. 5,5 Sekunden vor Alexander Peregrina. Die beiden Leader in der eigenen Liga sind schon weit enteilt, haben beide auch ein sehr, sehr hohes Rating. Hier der Drittplatzierte, Jean-Michel Noal, hat sich ein wenig wieder erholt. Tommy ein Stück weiter hinter, 2 Sekunden Abstand nach hinten. Der Sergei Soldatov hat jetzt den Jörg Seefeld überholt. Ja, hab ich gesehen. Sergei auf dem Weg nach vorn. Die sollen sich mal schön gegenseitig beschäftigen. Der ist zu schnell, der ist schon weg. Sergei hat eine sehr hohe Pace drauf. Die Sache ist schon, der Käse ist schon gegessen.
Okay. Da wird der Tommy über kurz oder lang Besuch von hinten bekommen. Schauen wir mal, wie schnell der Sergej die Lücke nach vorne zum Tommy schließen kann. Trägt aktuell ungefähr 2 Sekunden. Ja, der kommt auch in 7 Meilen Stiefel näher, ne? Ja. 1,8 Sekunden jetzt. Das wird der Jörg auch gesehen haben und wird dann nicht groß sich in Kämpfe verwickelt haben, schätze ich mal. Ja, scheiße. Und ihr hört, Tommy in der Lauda-Kurve im nächsten Inzident eingesammelt. War ganz schlecht. Kann passieren, allerdings der Sergej jetzt auf 0,9 Sekunden rangekommen. Das war ganz schlecht. 6 Zehntel verloren in der ersten Kurve. Hier ein Blick ins LMP2-Feld. Jan Körbs gerade den Baptist Behringer überrundet. Jan Körbs Zweiter in der LMP1-Klasse. Und vorne Gonzalo Santorian fährt hier ein super Rennen. Leader der LMP2-Klasse. Da kommt der LMP schon wieder. Und auch der Jan Körbs hier, P2 in der LMP1-Klasse, sehr weit gegangen, hat sich hier einen Off-Track eingesammelt. Remus-Kurve. 4 Sekunden Abstand nach vorn zu Neil de Backer. Hier Baptist Behringer im Bild, der Zweite der LMP2-Klasse, direkt hinter ihm Francesco Mautone. Nach vorn schon ein Stück abgerissen und hier Martin Reisman mal das Mittelfeld, P7. Hat noch Anschluss nach vorn zu Morgan Valanche, zu Daniel Jussot schon ein größerer Abstand. Tommy hier immer noch 0,9 vor Sergej Soldatov. Der hat dich jetzt zum 3. Mal überholt, oder? Jo. Und mitten in der Rush Hour hier kämpfen die 3 Leader der LMP2-Klasse um die Führung. Gonzalo Santorian, Baptist Behringer direkt hinten dran und auch Francesco Mautone lauert da auf seine Chance. Und das mitten im Überrundungsverkehr, wow. Die LMP2s, die liefern sich hier ein super Rennen. Also Sergej hätte sich noch ein paar Meter verloren. Sergej Soldatov, der Abstand zum Tommy konstant, hat ein paar Zehntel wieder verloren. Nach hinten zu Jörg Seefeld schon abgerissen, 1,9 Sekunden. Und hier immer noch der Kampf der LMP2s um die Führung. Gonzalo Santorian, Baptist Behringer und Francesco Mautone ganz dicht beisammen. Ja, aber da hat es wieder aufgeholt und er ist schnell. Kurz vor Halbzeit und die 3 kämpfen hier ganz, ganz eng um den Sieg. Der ist schnell. Tolles Duell im LMP2-Feld. Erste, zweite und dritte, die sind nur um insgesamt 0,6 Sekunden auseinander. Runde 22 und der Kampf hier hält an, während der Tommy jetzt Besuch vom Sergej Soldatov bekommt, ganz dicht dran gekommen. Du hast zum Glück gerade mit den LMPs, ne? Ja. Dass der Sergej nicht rankommt. Runde 21 für die GTEs und Sergej Soldatov kommt am Tommy nicht vorbei, hat immer ein bisschen Pech mit dem Überrundungsverkehr. Nach hinten zum Jörg 1,2 Sekunden. Der LMP vor dir, der ist in Mosport auch mitgefahren. Martin Reisman. Ja. Das war ein IMSA-Rennen, welches der Tommy in seiner Klasse gewinnen konnte. 8. Incident gerade eingesammelt. Der nächste Auftrag für den Tommy, während Joseph Nelson von hinten ankommt. P8 in der LMP2-Klasse. Überrundet den Tommy Richtung Lauda-Kurve. Oh! Scheiße. Und Joseph Nelson dreht sich weg. I'm sorry about that. Dude, sorry. Zum Glück hat Joseph genug Vorsprung vor Maxime Pelois und kann hier weiterfahren. Joseph Nelson, der hat doch halt, der ist doch quer gekommen und du bist hinten reingefahren. Thomas Silbernagel und Joseph Nelson. Patrick, ich bin der Meinung... Zack, von hinten. Okay. Ja, es kann sein, dass der weggerutscht ist, oder? Genau, weggerutscht. Der hat Völlig unschuldig. Ja. Wir sagen mal eine Verkettung unglücklicher Umstände hier. Tom hatte gar keine Chance zum Ausweichen. Ja, der hat mich überholt halt und hatte ziemlich war ziemlich langsam in der Mitte der Kurve, deshalb bin ich ihm quasi. Der ist abgeflogen, Tommy. Nein, ich habe ihm eine gegeben. Naja, der ist abgeflogen und dann hast du ihm eine gegeben, weil er vor dir quer gekommen ist. Da hat der Josef vielleicht die Kurve nicht optimal erwischt und Tommy ist ihm aus Versehen hinten drauf gedotzt. Kann passieren. Es ist der Soldatov wieder da, Mann ey. Ja, das wird nochmal ein heißer Tanz werden. Jimmy Noel, Leader der GTE-Klasse, ein super Rennen, leistet sich heute keinerlei Fehler. Hier Alexander Peregrina, P2. Hat schon wieder verloren, der Sergej wegen dem LMP, ne? Und Tommy wird heute kräftig unterstützt durch die LMP-Fraktion, die beim Überrunden oft keinerlei Rücksicht nehmen. Obwohl man sagen muss, trotz dass hier 3 Klassen fahren, heute relativ sauberes Rennen. Der ist jetzt aber angekommen. Mein erstes 3-Klassen-Rennen macht viel Spaß heute. Oh.
Alter Vater, ey. Der Sergei Soldatov jetzt ganz dicht dran am Tommy, 0,2 Sekunden. Und hier Jörg Seefeld hält sich auch noch im Nahbereich auf. 1,2 Sekunden zum Sergei. Nein, bleib schön da, wo du bist, mein Freund. Toller Zweikampf hier. Die GTEs gehen jetzt in ihre 24. Runde. Sergei musste nochmal zurückstecken. Mal schauen, wie lange es der Tommy noch wehren kann. Er wollte besser in eine Box fahren, ey. Tanken und dann ein paar schnelle Runden, dann hat er mich doch überholt. Es stehen ja auch für alle Klassen noch die obligatorischen Boxenstopps an. Da kann so einiges noch in Schieflage geraten. Hier mal unser Drittplatzierter, der Jim DeBacker, hat jetzt den Jan Kürbis überholt, der vorhin noch auf P2 lag und wahrscheinlich irgendwo einen Zwischenfall hatte oder schon an der Box war. Minuten noch. Wie viel Sprit habe ich? Das ist für 7 Runden. Direkt hinter dem Jim der Maxim Pelois, P8 in der LMP2-Klasse, konnte den Philipp Johanns überholen irgendwo. Bei dem LMP ist die Boxenstopps jetzt losgegangen. Neil DeBacker, LMP1-Leader, steckt hier im Überrundungsverkehr. Das kriegst du noch nicht abgeschüttelt da, ne? Ja. Schnellste Runde gerade gefahren, ne? Eine 1,27,216. Zum Vergleich, Jimmy Noel ist eine 1,25,455 gefahren in der 4. Runde. Klebt mir am Arsch wie so eine Klette. Allerdings hat der Jimmy schlappe 3000 Punkte I-Rating mehr. Inzwischen hat der Jan Körbs den Jim DeBacker wieder überholt. Der Jim aber ganz dicht dran an dem Jan hier. Die LMP1 gehen jetzt in ihre 31. Runde. Die liefern sich hier einen tollen Zweikampf bei den Prototypen. iRacing hat ja bekannt gegeben, dass sie demnächst auch die LMDH rausbringen wollen. Bin ich mal gespannt, wie die sich im Vergleich zu dem LMP1 verhalten. 1,3 Sekunden hinter dem Duo. Der Jonathan Oshalim auch noch in Reichweite. Runde 26 für die GTE und der Sergei Soldatov bringt sich jetzt in Stellung Richtung Remuskurve, geht nach innen, setzt an zum Überholen und wird wohl jetzt auch am Tommy vorbeigehen. Da muss der Tommy nachgeben. Der Sergei Soldatov einfach eine viel höhere Pace drauf. Und von hinten kommt schon wieder der LMP1 Gesamtführende an, um die Jungs zu überrunden. Tommy versucht jetzt wieder dran vorbeizugehen. Ein toller Kampf. Gonzalo Santorian, Leader der LMP2-Klasse, jetzt schon 1,5 Sekunden Abstand zu Baptiste Behringer und hinter dem Baptiste eine größere Lücke inzwischen. Gonzalo fährt hier eine Rekordrunde nach der anderen, eine 1,19,010 und jetzt sogar die 1,19 geschlagen. Wow, während der Tommy hier schnell seinen Boxenstopp erledigt, versucht wahrscheinlich einen Undercut-Reifen gewechselt gegenüber Sergei Soldatov. Schnell einen Schluck getrunken und weiter geht's. Sehen noch gut aus. Alles noch über 80%. Oh, der Erstplatzierte. Tommy hat den Erstplatzierten in seiner Klasse, den Jimmy Noel im Rückspiegel, der noch nicht an der Box war zu seinem Boxenstopp. Trotzdem Wahnsinn hier, schon fast überrundet. 2 Erstplatzierte hinter dir. Gonzalo Sartorian in der LMP2-Klasse und Jimmy Noel in der GTE-Klasse. Gonzalo Sartorian war schon an der Box, Jimmy Noel noch nicht. Jetzt fehlt nur noch der LMP1. Der LMP1-Leader Neil DeBacker war gerade an der Box, deshalb liegt Ismail Yakubu in Front. Der hat 5000, 6000 I-Rating oder was? Ja. Der Tommy heute in diesem Top-Split ein Top-5-Ergebnis, das ist Wahnsinn. Jimmy Noel immer noch nicht an der Box gewesen. 5600. Und da kommt auch wieder eine ganze Horde LMP angeflogen. Aber irgendwann muss der auch in die Box. Und jetzt biegt der Leader ab an die Box, zu seinem obligatorischen Boxenstopp. Agustin Rodriguez überrundet jetzt den Tommy hier, P4 in der LMP2-Klasse. Er hat sich auch gedacht, ich nachdem noch mehr Zeit verlieren. Die GTE-Klasse geht jetzt in ihre 30. Runde und wir haben noch ein bisschen mehr als eine Viertelstunde Rennzeit. Boah, 14 von 17. Ja. Den nächsten Off-Track eingesammelt, der Tommy liegt jetzt bei 14 von 17. 14 von 17 Incidents, nicht gut. Ihr wisst, bei 17 Inzidenz ist eine Durchfahrtsstrafe fällig. Fleißiger Sammler. Das wird heute nichts mit Safety Rating. Jäger und Sammler. Der Jörg Seefeld, der ist jetzt gerade in der Box. Und auch hinter dem Jörg, der Daniel Ivana, ist jetzt zu seinem obligatorischen Boxenstopp an die Box gekommen, während der Tommy die beiden wieder überholt. Ja, beide, ne? Damit ist er wieder zurück auf P5. Super. Ich habe nur Jörg gesehen. Und direkt hinterm Tommy kommt Neil DeBacker, der Leader der LMP1-Klasse, zur nächsten Überrundung angeschossen. Auf jeden Fall bist du wieder Fünfter. Wir haben jetzt noch genau eine Viertelstunde Rennzeit. Neil vernünftig vorbeigegangen hier, keine Probleme. Sergei Soldatov hier, P3. Wo ist denn der andere?
Achso, Sergei ja. Soldatov ist noch draußen. Okay, der Seefeld hat einen Platz verloren. Stefan Razzakafidi war wahrscheinlich noch nicht an der Box für seinen Boxenstopp. Ja, an Stefan Razzakafidi, der war aber noch nicht an der Box. Inzwischen das GTE-Feld schon ein ganzes Stück weiter auseinandergezogen. Nichtsdestotrotz ein schönes und vor allen Dingen sauberes Rennen hier vom Jörg Seefeld. Eine Stunde ist rum. Tolle Zweikämpfe hier in der LMP2-Klasse. Der Francesco Mautone ganz knapp vor seinem Teamkollegen, dem Agustin Rodriguez. Von der Maxime Pelois schon überrundet auf P10. Und dazwischen Jean-Michel Noale in der Corvette. Heute schon 2 Unfälle glücklich überstanden, hat einen dicken Glücksengel dabei heute. Wir hatten letzte Runde noch einen kleinen Zwischenfall, den wir mal nachreichen müssen. Schauen wir uns mal an. Wie die wegzischen, ey. Was ist denn hier passiert? Der Soldatov ist abgeflogen, aber frag mal nicht nach Sonnenschein. Okay. Muss weit gehen? Wollt in die Box oder was? Oh, aber schlägt da richtig heftig ein. Was macht er? So you have chosen death. Dadurch der Tommy wieder einen Platz gut gemacht, liegt jetzt hier auf P4. Hier Jim de Backer geht jetzt zu seinem zweiten Boxenstopp. Ach komm schon, ey. Muss das sein? Martin Reisman drückt sich in der Kurve durch. Martin Reisman. Reismann, den kennen wir doch auch, oder? Ja, Moosbord. Der Martin hatte in Moosbord auch so den einen oder anderen Wackler, hält sich heute hier aber tapfer. Hat ja das Auto ein paar Mal effektvoll weggeworfen. Und das Seefeld ist wieder vorbei. Am Razzi-Fizi. Der ja nur vor dem Jörg lag, weil er noch keinen Boxenstopp hatte. Der ist ja jetzt an die Box gefahren. Hier der Gesamtführende, der Neil de Backer, mal im Bild. Nee. Ein Top-Rennen heute gezeigt, direkt in seiner Nähe hier, Gonzalo Santorian, der Leader der LMP2-Klasse, auch ein Spitzenrennen bisher. Zu seinem Verfolger, den Baptiste Behringer, den wir hier im Bild haben, schon 5,3 Sekunden Abstand. Der wiederum 6,5 Sekunden zu Francesco Mautone hier im Bild. Wo ist denn der Dings hin? Ich bin Vierter. Francesco konnte sich von seinem Teamkollegen, dem Agustin, etwas frei fahren und dem Tommy fällt erst jetzt auf, dass der Sergei Soldatov vor ihm fehlt. P8 inzwischen. War der eine, der mich überholt hat da. Sergei Soldatov, der liegt auf Ja. P8. Hat der Reifen gewechselt oder was? Wahrscheinlich. Ich muss nur 20 Sekunden aufholen. Jimmy Noel baut seinen Vorsprung immer weiter aus auf den Alexander Peregrina. Auf den Drittplatzierten. Geht ganz schön rund hier in der LMP-Klasse. Vorne Vyacheslav Tschernenko immer noch unterwegs. Der Mann, der am Anfang in seiner Corvette einen schweren Unfall hatte. So, ich muss jetzt noch den Jörg Seefeld in Schach halten. 5,7 Sekunden. Jörg und der Stefan, die duellieren sich jetzt. Ja, das ist gut, dann halten die sich auf. Stefan Razzakafidi hat jetzt aufgeholt auf den Jörg Seefeld ganz dicht dran. Es geht hier um die 5. Position in der GTE-Klasse. Nach hinten zu Daniel Ivana ein Abstand von 4,4 Sekunden. Da passiert nicht mehr viel. Und ich denke mal, für die beiden hier wird es auch schwer, nach vorne zum Tommy zu kommen. Es sind nur noch 10 Minuten übrig. Gonzalo Sartorian, Leader in der LMP2-Klasse. Und hier Alexander Peregrina, der Zweitplatzierte in der GTE-Klasse, 6,6 Sekunden hinter dem Leader Jimmy Noel. Man muss eine Reflektor haben in so einem LMP1, ne? Tommy hier, der Abstand nach hinten zum Jörg bleibt relativ stabil bei 5 Sekunden. Philipp Johanns und Morgan Vallange ganz dicht beieinander, kämpfen hier um P8 in der LMP2-Klasse. Die LMP2 gehen jetzt in ihre 39. Runde. Die beiden laufen jetzt hier auf den Jörg Seefeld und den Stefan Razzakafidi auf und ein wildes Überrunden hier, fahren sich fast in die Kiste, die Jungs hier, Wahnsinn. Der Morgen versucht hier die Situation auszunutzen und an dem Philipp vorbeizugehen und von hinten kommt auch noch ein LMP1 an. Der Drittplatzierte Ismail Jakubo mischt hier die Jungs noch mit auf. Oh, da hatte der Jörg aber Glück. Oh, ich habe 2 Sekunden auf dem Vordermann aufgeholt. Der Ismail hätte den Jörg hier fast noch abgeräumt. Platz 3 ist in Sicht, in Greifweite. Der durch den Zwischenfall jetzt hier das Momentum verloren hat. Stefan Razzakafidi sieht hier seine Chance und versucht außen anzugreifen. Jetzt geht er nach innen, steckt aber nochmal zurück. 6 Minuten noch. Tommy hier geht jetzt in seine 37. Runde. Nach vorne, der Zug ist abgefahren. Hier Philipp Johanns, immer noch vor Morgan Vallange. Toller Zweikampf hier in der LMP2-Klasse. Lauter Kurve und der Stefan ist jetzt hier an dem Jörg Seefeld vorbeigegangen.
Oh, hinten scheint was passiert zu sein mit dem Seefeld. Der Jörg, der fährt nur noch 29er Zeiten und von hinten kommt Daniel Ivana mit Riesenschritten an. Fährt 2 Sekunden schneller als das Duo hier vorne. Die sind schon 8 Sekunden weg. Oh, der Drittplatzierte nur noch 15 Sekunden. Der Kampf zwischen Philipp und Morgan in der LMP2-Klasse hier geht in die nächste Runde. Hier Agustin Rodriguez musste jetzt schon abreisen lassen zu seinem Teamkollegen. 14 Sekunden noch nach vorne. Was ist da los? Jimmy Noel, der Leader in der GTE-Klasse, einsam und verlassen, fährt er vorne weg. Ein riesen Abstand zum Zweitplatzierten. Ein tolles Rennen heute hier. Hier haben wir den Zweitplatzierten Alexander Peregrina mal im Bild. Und hier auf P3 Jean-Michel Noel. 13 Sekunden. Ist der kaputt? Nee, der fährt ganz normal. Tommy solide auf P4, ein Riesenabstand nach vorne und hinten. 7 Sekunden zum Stefan, 12 Sekunden. der sich jetzt etwas freifahren konnte, zu Jörg Seefeld, der bald Besuch bekommen wird vom Daniel Ivana. Und es gab mal wieder einen kleinen Zwischenfall, den schauen wir uns gleich mal an. Okay, was ist denn da passiert? Philipp Johanns. Oh, der hat das Auto verloren. Dann einfach mal ein bisschen zu viel Gas gegeben und rups, geht das Auto rum. Segelt ganz schön durch die Gegend, aber nirgendwo eingeschlagen und weiter geht. Ja. Neil de Backer, der Gesamtleader. Und hier der Leader der LMP2-Klasse, Gonzalo Sartorian. 11 Sekunden. Inzwischen 6 Sekunden vor Baptiste Behringer. Wow. 10 Sekunden. Das scheint doch was nicht in Ordnung zu sein. Ich denke mal vorne der Jean-Michel, der wird einfach nur ein bisschen Pace rausgenommen haben. Es sind ja nur noch ein paar Minuten bis ins Ziel. Den 4. Platz sicher nach Hause bringen, das ist das vorrangige Ziel jetzt. Ein tolles Rennen bisher. Jimmy Noel, der GTE-Leader, jetzt schon dicht dran am Daniel Ivana und Jörg Seefeld und wird sicher gleich auch zum Überrunden ansetzen. Wahnsinns-Pace hat er drauf. Oh, der Jörg fliegt. Oh, der Jörg fliegt ab. Ich glaube, der hat eine abbekommen. Welcher Jörg? Der Jörg Seefeld. Ah, Oha, so kurz vor Ende. schade. Das müssen wir uns gleich nochmal angucken. Nächster Incident. Der Jörg Seefeld kann die Kurve nicht richtig anfahren, wegen dem LMP. Und verliert natürlich an Schwung. Und da sieht der Daniel Ivana seine Chance und gibt dem Seefeld hinten eins auf die Ecke. What the fuck? 8 Sekunden noch nach vorne. Ja, müsst aber gleich die letzte Runde anbrechen. Wir befinden uns in der Endphase des Rennens. Da ist der Abstand nach vorne nicht mehr aufzuholen. Jean-Michel fährt nur noch 1,30er Runden, aber das Rennen ist ja auch bald vorbei. Hier der Neil de Backer eröffnet jetzt die letzte Runde und auch der Tommy geht jetzt in die letzte Runde. Letzte Runde. Weiße Fahne. 8,0. Der Neil hier auf den letzten paar Metern einer Triumphfahrt Der muss bestimmt Sprit sparen oder sowas. hat hier vom Start weg keinen Zweifel aufkommen lassen, wer hier heute gewinnen will. Und bis auf die schnellste Runde alles eingesackt. 7,9. Und während der Neil Richtung Ziellinie unterwegs ist, 7,3, 7,0. steht der Jörg an der Box, Rennen im Eimer. Schade. Hier Alexander Peregrina, P2 in der GTE-Klasse. Alter! Die letzten paar Meter für alle in einem super Rennen hier. Tommy hatte nochmal eine unliebsame Begegnung mit dem Maxime Pelois beim Überrunden. Und Neil de Backer auf den letzten paar Metern. Tolles Rennen. Und Neil de Backer biegt jetzt auf die Zielgerade ein. Chapeau. Und beendet das Rennen hier siegreich. Einen ganz herzlichen Glückwunsch geht an Neil de Backer zum Sieg. Dahinter auf P2 kommt Jan Körbs Richtung Ziellinie. Und auf P3 dann der Ismael Jakubu. Direkt hinterm Ismael hängt der Tommy und kommt hier Richtung Ziellinie, während wir hier den Führenden der LMP2 haben. Tja, Patrick, knapp das Podium verpasst, würde ich mal sagen, ne? P4 ein Top-Ergebnis. Der Jean-Michel, der hat bestimmt keinen Sprit mehr gehabt. Und jetzt kommt auch Jimmy Noel, der Leader in der GTE-Klasse Richtung Ziel. Auch ein Top-Rennen gezeigt. Oh, 4. Platz. Kann man nicht meckern, oder? Ja. Glückwunsch, dahinter Alexander Peregrina auf P2 und der Jean-Michel Bei dem starken Feld. auf P3. Die letzten Meter auch für Gonzalo Sartorian, den Leader in der LMP2-Klasse. Ein totales Durcheinander hier irgendwie. Wobei, wo jetzt da bei dem. Ja, ich glaube,
Racelab-App, die kommt da irgendwie nicht klar mit so vielen Autos und Klassen und Überrundeten. Die letzten Meter für unseren Leader, ein tolles Rennen gezeigt, ist irgendwann mal in den ersten Runden in Führung gegangen und hat sie dann nicht mehr abgegeben. Und auch der Jörg beendet das Rennen hier noch. P8 für ihn. Ja, schauen wir mal auf die Ergebnisse. Tatsächlich. 4. Platz. P2 Baptiste Behringer. Der Noël Jean-Michel, Nummer 11. Und auf dem 3. Platz kommt der Francisco Mautone ins Ziel hier in der LMP2-Klasse. Der ist nur noch 30er Rundenzeiten gefahren. Das Gesamtergebnis oben eingeblendet. Der musste bestimmt War heute gar nicht so einfach, bei 3 Klassen den Durchblick zu behalten. So, dann würde ich mal sagen, erstmal vielen Dank. Ich glaube, wir haben sowieso keine Zuschauer hier. War ein wildes Rennen. Ein wildes Rennen, so schaut's aus. Top-Ergebnis. 4. Ja, Platz. auf jeden Fall. 4. Platz in dem Feld. Das Ja. ist, Bei dem Durcheinander, das war ja irre. Bleibt einiges aufzuarbeiten. Auf jeden Fall an unsere Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein erstes 3-Klassen-Rennen war ein ganz schönes Durcheinander, aber ich denke mal, wir haben das heute gemeinsam gut gemeistert. Tommy ein Top-Ergebnis abgeliefert und so bleibt uns nur noch, euch eine besinnliche Adventszeit zu wünschen. In ungefähr einer Woche gibt es dann wieder ein paar Neuigkeiten von uns. Kommt gut durch die kalte Zeit. Runden, ja. Bleibt alle unserem Kanal treu und empfehlt uns weiter. Und So, wir hoffen bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Rennfahren verfälscht auf die Dauer die Perspektive der Wirklichkeit. Und so entsteht im Bewusstsein allmählich eine Welt des Irrealen. Die Fakten des Lebens bekommen eine ganz andere Bedeutung. Gefühl, Vernunft, alle menschlichen Probleme nehmen dann andere Dimensionen an, so wie es bei Rauschgiftsüchtigen der Fall ist. Von diesem Moment an hat das Leben nur noch den einen Sinn, Rennen zu fahren. Auch wenn man weiß, dass man früher oder später sterben muss. Weil dann ein Widerstand nicht mehr möglich ist. Gegen diesen masochistischen Drang der Selbstzerstörung.